Hallo, ich stelle euch heute eine neue Figur vor. Sie kommt von den Anime Fate Stay Night. Ihr Scale ist 1,7 und ihr Name ist Saber. Sie ist die Kimono-Version. Hier herum sieht man einen Sticker von der Box, dass die Figur original ist. Hier unten sieht man dann den Scale nochmal von der Figur, den Namen und eben den Paintmaster und Sculptor. Der Hersteller ist Alta, das sieht man hier unten. Seitlich sieht man alles ein bisschen verziert. Hinten sieht man ein wenig, wie die Figur aussehen soll und japanische Zeichen hier. Und seitlich sieht man wieder dieselbe Seite wie auf der anderen Seite. Dann würde ich auch gleich sagen, machen wir die Box auf. Ja, hier haben wir eine Beschreibung. Hier sieht man, dass man unten auf die Base-Batterien hineingeben kann und es leuchtet dann, ich glaube, da wo das Schwert steht. Das wusste ich gar nicht, also mir ist es gar nicht aufgefallen, dass das dabei ist bei der Figur, dass die Base ein wenig leuchtet. Ja, dann haben wir hier die Plastikbox. Hier sieht man auch unten schon die fluffige Base, das Schwert und die Figur selbst. Plastikschutz ist nicht sehr viel, aber sie verpacken sie eigentlich immer so gut, der Hersteller Alta, dass ich sage, ja, es gibt keine Abschiffungen, da sie eigentlich wirklich überall Plastik oder einen anderen Schutz wohin geben, wo es nicht, also dass es nicht auf dem Plastik ansteht. Ja, und hinten sieht man auch noch eine Bubblefolie und ein wenig Plastikschutz. Ja, dann machen wir gleich die Plastikbox auf. Ja, das wäre die Base. Die ist flauschig. Und hier ist eben, glaube ich, der Stand, wo man das Schwert dran gibt, wo es auch dann leuchten soll. Und hier ist der Knopf, wo man ein- und ausschalten kann. Und hinten kann man eben die Batterien reingeben. Ich weiß leider nicht, ob ich das verwende, aber ich glaube nicht. Mal sehen. Da habe ich dann schon die Figur. Hier vorne hat es ja einen Plastikschutz, den habe ich schon weggegeben. Ja, bevor ich die Figur auf die Base gebe, hier sieht man eben noch die Unterhose von Saber. Und sonst vom Kleid eben das Innenleben, aber sonst sieht man hier nichts Spannendes. Ja, dann gebe ich mal die Figur auf die Base. Ich habe keine Ahnung, wie man die Figur auf die Base gibt, aber ich glaube, man stellt die einfach rauf. Und hier vorne ist das für das Schwert. Und hier wird der Kimono einfach, also die Kimono-Schleifen werden einfach über die Base drüber gelegt. Ja, dann zu den Fehlern. Hier ist überall Klebstoff. Ich weiß leider nicht, ob ich den wegbekomme. Hier auch. Sieht nicht sehr schön aus, sieht sehr schlampig aus. Dasselbe hier bei der Blume ist auch ein Klebestoff oder Farbfehler. Dann, was mich auch noch stört, ist die Blume hier. Wo sie gemalt wurde, die sieht aus, als würde sie bröckeln, also die Farbe hier, da ist hier so ein Strich. Hier auf der Schleife habe ich einen weißen Punkt. Ja, hier vorne bei dem Kleid habe ich Gott sei Dank Glück und habe hier nur einen kleinen Punkt. Was ich schon gelesen habe, dass jemand zum Beispiel hier, das war total verschwommen, nicht gut aufgedruckt oder gut aufgezeichnet. Der Schnabel von dem Schwan, das finde ich echt schade. Ja, dann gebe ich hier das Schwert, das gibt man hier unten nur so rein. Da ist so ein kleines Loch in so einem Plastik. Und das Schwert gebe ich hier dann in die Hände. Da muss man das Ganze einfach nur ein wenig hochheben. Dann hält das auch. Also das ist eigentlich relativ einfach. Sieht schon sehr cool aus mit dem Schwert. Ja, dann komme ich gleich, wenn ich schon so viel Negatives sage über die Figur, bleibe ich bei den Negativen. Was ich nicht sehr schön finde, sind die Hände, die Finger. Ich finde, die Finger sehen extrem, ja, nicht gut gemacht aus. Sie sehen wirklich sehr steif aus. Wie soll ich sagen, hier zum Beispiel, das sieht halt nicht so schön aus. Das ist einfach so rund gemacht worden, als würden die Finger alle zusammenkleben und man hätte keine Rillen zwischen den Fingern. Das sieht ein bisschen schlampig aus. Bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von Alta. Ja, den Oberteil von dem Kleid, die Ärmel hier, was sie anhat und den Oberteil, finde ich extrem hässlich, also nicht gut gemacht. Es wirkt so wie die Finger extrem steif. Es wurden sehr wenige Falten hier herum gemacht. Es sieht fast aus, als würde Saber wie ein Kartoffelsack drinnen stehen. Und auch oberhalb bei den Brüsten, finde ich, sieht es ja alles einfach langweilig aus, nicht gut gemacht. Die Schleifen hier finde ich auch nicht so gut, die Qualität. Auch die Blume hier herum finde ich
nicht so machtig. Generell haben sie sich hier nicht viel Mühe gegeben, meiner Meinung nach. Ja, so vom Gesicht her, anfangs hatte ich extrem Angst, wie ich bei My Figure Collection die Bilder sah von anderen Leuten. Ich dachte ehrlich gesagt, ja, irgendwie finde ich das Gesicht nicht so toll. Es sah auf den Fotos von dem Hersteller anfangs ein bisschen besser aus. Jedoch in Real sieht das Face doch sehr gut aus. Also ich sage, sie haben wirklich eine gute Arbeit bei dem Gesicht geleistet. Ich finde, es sieht wirklich sehr gut aus. Der Smile gefällt mir nicht so gut von Saber, aber ich finde alles andere in dem Gesicht, die Augen, die Nase, die Augenbrauen und die Rundung von dem Gesicht wurde wirklich sehr gut gemacht. Die Haare finde ich extrem schön. Auch, dass hier das Hörnchen so leicht schräg gemacht wurde und nicht gerade. Finde ich auch sehr gut. Und dass hier überall so Strähnen rausstehen, finde ich auch sehr schön. Hier seitlich genauso, was bei dem Gesicht ein bisschen anliegt. Hier bei den Haaren habe ich leider auch einen kleinen weißen Fleck, wo die Farbe ein wenig fehlt. Die Blume finde ich auch ein bisschen komisch gemacht. Sie sieht für mich, ich wüsste keine Blume, die was so aussieht. Und ich habe Gärtnerin gelernt, also ja. Sieht ein bisschen künstlich aus. Was ich hübsch finde, sind die roten Teile hier, die was runterhängen. Aber ja, die hätten sie, finde ich, auch ein bisschen kleiner machen sollen. Das wirkt alles ein bisschen, finde ich, zu groß. Von der Seite, von vorne passt es irgendwie. Ja, hinten die Frisur wurde sehr gut gemacht. Ich mag ja ihren Knödel hinten mit den geflochtenen Haaren extrem gerne. Hier auch die ganzen Rillen in den Haaren wurden wirklich sehr gut gemacht. Also auch die Schattierungen bei den Haaren wurden sehr gut gemacht. Die Schleife hier finde ich besonders cool. Ich finde das mit den blonden Haaren, dieses Schwarz-Weiß, passt wirklich sehr gut zusammen. Noch dazu dann eben dieses Rot bei der Figur. Ja, das Kleid von hinten sieht Weltklasse aus, bis auf die kleinen Fehler, was ich leider habe. Wie gesagt, ich liebe eben die Kombination mit dem Rot hier, mit dem Schwarz und dem Weiß. Sieht wirklich sehr cool aus. Auch der Aufdruck hier, also bei der Schleife, sieht wirklich sehr schön aus. Generell auch die Falten hier, was sie überall gemacht haben, sehen wirklich sehr realistisch aus. Dass das Ganze ja auch so mit der Bewegung, wo es nach unten fällt, zusammenpasst, passt wirklich sehr gut. Auch das unterhalb hier wieder in Rot gemacht wurde, finde ich sehr schön. Zu den Kleid hinten, das hier offen gelassen wurde, finde ich auch sehr schön, dass nicht durchgehend das Weiße mit dem Muster ist. Ja, das Kleid von vorne finde ich auch Weltklasse. Was mir extrem gefiel an der Saber war das ganze Muster hier mit den Blumen und den Storchen. Also die Idee ist wirklich super, Welt. Also auch dieses gelb-orange, bräunlich mit den rosaroten Blumen. Hier diese Chrysanthemen mit den leichten rosa-weiß wurden wirklich sehr schön gemacht. Auch das Schwert, finde ich, passt wirklich sehr gut zu dem Ganzen, zu dem Muster. Und auch, dass eben hier ein Schwarz gemacht wurde, innen bei dem Kleid. Sehr schön, sogar hier herunten. Bei dem Roten wurde ein Muster gemacht, finde ich auch sehr schick. Ja, generell zu der Figur. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe sie mir besser vorgestellt. Hauptsächlich wegen den Oberkörper, also hier, und den Fingern. Die finde ich einfach wirklich, ja, nicht gerecht für Alter, für den Hersteller. Gekostet hat mir die Figur, ich glaube, 180 € ungefähr, 170 oder 190, ich bin mir jetzt nicht so sicher. Aber sie hatte auch leider ein paar Fehler und ich bin auch nicht die Einzige. Aber sonst finde ich die Figur wirklich sehr gut. Also die Idee mit den Farben und generell das Kleid sieht einfach wirklich super aus. Und auch wenn es nur eine langweilige Pose ist, dass sie nur da steht, ich finde, die Figur macht wirklich sehr viel her. Überhaupt, dass sie das Schwert in der Hand hat, dieses Gelb-Blau mit den ganzen anderen, das fällt wirklich voll auf und es sieht wirklich sehr gut aus. Ja, von dem Scale her ist diese 1,7 und diese 1,7. Ich finde, für den 1,7 Scale ist sie wirklich gerechtfertigt. Sie ist nicht zu klein und nicht zu groß, die Figur. Ich finde, sie ist genau im 1,7 Bereich. Also ja. Ja, das war's mit meinem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!